Guten Tag. Jetzt geht's los. Hier mit Piranha-Becken TV. Hallo. Hallo. Ja, was ist denn heute? Heute sind wir Retro. Heute sind wir Retro oder auch Triple A. ganz vorne mit dabei. Ganz vorne mit dabei. Bei den Großen. Bei den ganz Großen. Triple A. Ja, wir haben mal weniger als 100 Leute gefragt. Sag mal, bist du eigentlich so ein Triple A-Spieler oder bist du eher ein Retro-Jünger? Andersrum. Ist doch egal. Nee, das steht da nicht. Das steht da nicht. Das steht da nicht. Da steht, bist du eher Retro-Gamer oder ein Triple A-Jünger? Und die haben Folgendes gesagt. Triple-A-Jünger. Also, ich möchte, also, es fasziniert mich dann auch wirklich, was da schon irgendwie inzwischen an Qualität und Production Values irgendwie in den Spielen drinnen ist. Und das fasziniert mich dann auch sehr und daher gehe ich dann eher meistens auf die größeren Titel. Dann doch eher Retro. Gestern zum Beispiel noch Wind Waker durchgespielt, dass er auch schon 15 Jahre alt ist. Ich spiele zwar auch AAA, aber eher selten. Spiel muss ich mich packen, nicht einfach nur geil. Groß aufploppen. Grafik bedeutet für mich nichts. Ich finde Grafik zwar schön, ich finde Grafik macht viel aus, aber für mich kann es auch die grottigste Pixel-Grafik sein und ich spiele es gerne. AAA-Jünger. Keine Erklärung. Retro ist halt nichts für Olli. AAA-Jünger leider. Also ich wäre so gerne Retro-Spieler, aber ich habe die Unspielbarkeit mancher Retro-Titel haben mir schon zu sehr zugesetzt, dass ich halt bei AAA-Titeln immer wieder lande. So. Ich spiele beides super gerne. Ich spiele super viel an der NES, auch Retro-Sachen. Ich habe viele Sachen auf dem Emulator, die ich zocke, aber auch aktiv sehr, sehr viele neue Spiele. Days Gone gerade ganz aktuell. Also hier gute Mischung irgendwo. Natürlich gucke ich mir die neuen Sachen auch. Also komplett Retro brauche ich nicht, aber ich brauche jetzt auch nicht irgendwie den neuesten Hype und so. Also von daher, wenn es mir gefällt, dann gefällt es mir. Ja. Ne? Meinung halt. Ne? Geschmäcker. Da kann man sich drüber streiten. Oder auch nicht. Ja. Gibt halt Vor- und Nachteile. Im einen und im anderen. Das erste, was mir einfällt, ist erstmal Geld. Das ist richtig. Ja? Das heißt, Retro ist billig. Es sollte billiger sein, oder? Nennen wir es günstiger. Günstiger, genau, günstiger. Weil billig impliziert ja, dass es Schummel, Schrott. Nee, ist ja nicht so. Ne? Wir hatten ja jetzt irgendwie so eine schöne, ich nenne sie mal Retro-Welle, ja. Ne? Was auch immer sehr interessant ist, denn davor gab es irgendwie immer diese Diskussion, innerhalb der Branche habe ich viele reden hören, die gesagt haben, ja, es spitzt sich immer weiter zu, mitzuhalten mit der neuesten Technologie, wenn du dein Spiel rausbringst, ist total schwer und alles, was irgendwie nicht AAA ist, interessiert die Leute nicht mehr. Und rumsbums gab's eine Retrowelle und alle zockten auf einmal irgendwelche total verpixelten Spiele oder irgendwie in Kram, ne, der neu aufgelegt wurde und überhaupt Space nicht. Invaders. Space. Okay, ja. Irgendwelche Sachen halt, die eben nicht High Quality bieten oder AAA sind, sondern tatsächlich, warum spielen die Leute das? Aus Nostalgiegründen? Unbedingt. Weil es Spaß macht. Ja. Ja. Und Ja. die Vierecke sind halt lustig, oder cool. kann sein, ja. Ja? Und was bedeutet das für einen Entwickler, dass du im Grunde genommen dich entscheiden kannst, auf welche Sachen, die an deinem Spiel jetzt Spaß machen, du setzt. Ne? Aber wenn du eine Nische findest, die den Leuten da draußen Spaß macht, dann wird das Spiel auch gespielt. Egal, ob es jetzt super Grafik bietet oder total realistisch ist oder vielleicht sogar total verpixelt und 2D und ne? Ja, das Geheimnis von Minecraft. Ja, das Geheimnis von Minecraft. Da hat einer ein Spiel erfunden mit Klötzchen und so weiter. Ne? Dann zeigt man das irgendwie, Frau Bundeskanzlerin hier, aktuelles Spiel, Minecraft. Und sie steht davor und sagt, das kann man auch mittlerweile besser, oder? Ja, versteht man nicht, wenn man kein Gamer ist, ne? Warum das jetzt irgendwie geil ist. Oder gucken Sie mal hier irgendwie,
hat das einer, ja, das ist richtig. Aber ist das denn mit AAA gemeint, tatsächlich? Nur Grafik? Weil Grafik ist klar. Nee, Ja. gibt natürlich noch mehr. Gibt noch mehr. Ne, was macht denn ein AAA-Titel zum AAA-Titel? Erstmal kann man sagen, wird in der Regel in so einen AAA-Titel eine Menge Geld reingebuttert und das in verschiedene Bereiche. Ja. Auch natürlich in die Grafik, dass das Spiel hübsch aussieht, aber zum Beispiel auch in die Inszenierung. Ne? Inszenierung ist ganz vorne mit dabei. Die neuesten Blockbuster, die auf den Markt kommen, die haben zum Beispiel richtig ausgearbeitete, hochwertige Cutscenes zu bieten, um ihre Geschichte zu transportieren. Ne? Das Die ist kinoreif sind, cineastrisch. Genau, halt, ich hätte so nennt man jetzt das. filmreich gesagt, aber Ja. kinoreif ist noch schöner eigentlich. Ja. Das stimmt. Und das ist natürlich etwas so, ich habe jetzt das Neueste, was es so gibt auf dem Markt und kann das zocken. Das ist natürlich imposant in erster Linie. Ne? Boah, da wird einem was geboten. Die Effekte sind geil. Die Explosion sieht aus wie eine echte Explosion. Sie klingt auch so. Der Sound ist High-End und gut gemacht. Ja. Dann gibt es so Sachen wie die Vertonung. Ja. Wenn ich genug Kohle drauf schmeiße, dann kann ich richtig geile Schauspieler rekrutieren, um zum Beispiel das ganze Voice-Acting zu übernehmen und eine tolle Sprachausgabe, bestenfalls sogar in mehreren Sprachen auf den Markt zu bringen und so. Und alle diese Komponenten machen das Ding dann richtig hochwertig. Ne? Hey, das ist doch Captain Picard, der da zu mir spricht. Oder irgendjemand anders, keine Ahnung. Ich bin gerade im Star Trek-Feeling. Und ja, das... Cooler Typ mit Glatze. Genau. Und dann denkt man irgendwie, ja, so ein Spiel, das irgendwie das Beste vom Besten jetzt gerade irgendwie in sich vereint, die geilsten Animationen hat, die schönsten Cutscenes und die tollste Grafik und Ist auch das beste Spiel. ist auch das beste Spiel, mag man meinen. Ja. Ich denke da so an Red Dead Redemption 2. Metacritics 97 hatten wir geguckt. No? Das ist natürlich super inszeniert und hat alles diese Dinge, die du auch gerade beschrieben hast. Mhm. Und dann gibt's da Zelda. Metacritics 98. Mhm. Was ist denn da passiert? Ja, geht auf jeden Fall nicht auf Realismus bei dem Spiel, ne? Kann man sich jetzt drüber unterhalten, ja? Also ist Realismus jetzt AAA oder nicht? Ja? Ist jetzt total geile, realistische Grafik AAA oder nicht? Ist jetzt ab, weiß ich nicht, 500 Leuten, die mitgearbeitet haben, bei uns ist es nur 30, ja? Ist das AAA oder nicht? Da kann man geteilter Meinung drüber sein. Ich glaube, die Grenze ist fließend, aber AAA meint eigentlich das Beste und Größte, am meisten kohlemäßig gepushte Ding, was momentan so das High-End-Spiel, das nennt man AAA. Zumindest Na? kann man Zelda lassen, dass es das aufwendigste Zelda ist, was sie bisher produziert haben. Ja, Das kann man sagen. ja, Ne? Darum ist es das AAA-igste Zelda, das es gibt. ja. Ne? Na. Was jetzt das bessere Spiel ist, Aber es ist ja so. Ja, genau, besseres Spiel. So. entscheidet am Ende der Spielspaß, ne? Würde ich sagen. Hängt auf jeden Fall nicht an der Grafik, hängt nicht unbedingt an der Inszenierung. Hängt es dann am Gameplay? Nicht nur alleine. Nicht nur alleine, ja. Man kann jetzt weiter rumspinnen und jetzt noch weitere Aspekte rausholen. Liegt es an der Geschichte, die erzählt wird? Ist die spannend? Wenn man jetzt Red Dead Redemption 2 vergleicht mit Zelda, ist jetzt von der Geschichte her passiert natürlich bei Red Dead Redemption sehr viel mehr. Mhm. Erzählerisch. Mit Beziehungen von Charakteren, Schicksale von Menschen und so weiter und so weiter. Das ist bei Zelda anders gelagert. Mhm. Etwas anders und simpler gelagert und weniger wird's dargestellt, deine persönliche Beziehung zu irgendwem und diesen zu dem Blob oder den Monster. Ne, das ist ganz anderes. Das heißt, daran liegt es auch nicht. Es ist halt schon eine Mischung. Kommt natürlich auch Nostalgie dazu, die auch für beide Titel gilt. Die Western-Feeling wollen. Und da gibt's ja viele Karl May-Leute oder Clint Eastwood-Leute da draußen, die diese Western total geil finden. Und dieses Flair fängt Red Dead Redemption richtig schön ein. Das heißt, da ist es Nostalgie ohne Ende drin. Das sind halt Cowboy und Indianer. Das ist geil. Ja? Und auf der anderen Seite eben Zelda. Ungeschlagen. Ja. Da ist Nostalgie dabei und so weiter und so weiter. Ist das dann AAA?
Man kann auf jeden Fall sagen, dass die Tendenz sehr stark dahin geht, dass Technologie eine große Rolle spielt. Und wenn ich etwas ansage... Ist aber nicht nur so. Nicht nur so, nee. Es ist nur eine Tendenz. Weil was ist jetzt Minecraft? Ist das AAA oder nicht? Das ist ein Indie-Titel gewesen. Mittlerweile vermarktet, verkauft, was auch immer. Das haben tausende, Millionen Leute gespielt. Was ist das jetzt? Ist das AAA? Nee. Ist das der Erfolg? Aber das ist ein super erfolgreiches Spiel, aber es ist nicht AAA. Tja. Warum sollte ich denn, also alles, was wir jetzt gesagt haben, dann neigt man ja fast dazu zu sagen, na gut, wenn ich mir ein AAA-Spiel kaufe, dann bin ich auf der sicheren Seite. Warum sollte ich mir überhaupt den anderen Kram antun? Ne? Aber auch dafür gibt es viele Gründe. Denn AAA bedeutet auch oft, dass Entwickler auf Dinge setzen, die zwar an einigen Stellen unwahrscheinlich hochwertig sind, aber nicht alle Facetten beinhalten, die mich als Spieler vielleicht interessieren. Als Beispiel. Es wird oft bei einigen Titeln darüber gemeckert, dass zum Beispiel die Story so flach ist. Sieht geil aus, ist total toll, aber macht keinen Spaß. Ne? Das kann ein Grund dafür sein, dass ich sage, ja, ist total cool, aber ich kann mich nicht darauf verlassen, dass dieses Spiel mir dann auch automatisch Spaß macht, nur weil es die neueste Technologie verwendet zum Beispiel und geile Cutscenes hat. Ne? Das heißt, die anderen Komponenten spielen halt auch eine Riesenrolle. Und das nächste ist, ja gut, es kommt ein Spiel auf den Markt. Das ist jetzt das Neueste, was es gibt mit dem neuesten DirectX, mit dem neuesten heißen Grafikscheiß. Den packt mein PC überhaupt nicht. Ja. Ja, ist es denn? Ja, ist es denn? Kann ich gar nicht spielen, es sei denn, ich kaufe mir jetzt eine neue Möhre. Das ist natürlich auch doof. Ne? Also es gibt Leute, die kaufen sich für ein Spiel auch einen Computer. Habe ich auch schon gemacht. Habe ich auch schon gemacht. Ja. Ja, wie oft ist euch das denn passiert? Und ja, aber das kann natürlich sein, dass das nicht immer geht. Ja. Also greife ich erstmal auf etwas zurück, was auf meinem PC zum Beispiel läuft oder auf meiner aktuellen Konsole läuft und kann das neue Spiel, das zum Beispiel mit der nächsten Konsolengeneration von XY auf den Markt kommt, ja, was kostet die? 400 €? Vielleicht will ich mir das jetzt gerade gar nicht leisten. Da muss man halt abwägen. Das kann ein Grund sein, warum ich jetzt vielleicht nicht den neuesten AAA heißen Scheiß kaufe. Aber es gibt auch noch andere Gründe. Zum Beispiel im Zuge dieser ganzen Indie-Welle, die wir momentan haben. Es gibt ja unwahrscheinlich viele Spiele, die momentan auf den Markt kommen und unwahrscheinlich viele Indies, die auch neu auf den Markt kommen, die kleine Spiele machen, keine High-End-Sachen, aber teilweise richtig tolle Ideen haben. Da gibt es eine viel, viel größere Auswahl. Ja, das heißt, es gibt vielleicht ganz viele tolle Spiele da draußen, die ich gar nicht kenne, von denen ich so nicht höre, aber die machen vielleicht unwahrscheinlich Spaß und ich habe da eine riesen Auswahl und auf den nächsten AAA-Titel zu warten, der 7 Jahre lang von irgendeinem 400-Mann-Team produziert wird, dauert halt auch. Ne? Gibt jetzt so ein paar, auf die auch wir warten, ne? Cyberpunk zum Beispiel. Cyberpunk, Death Stranding, Last of Us, ja. Outer Worlds, das sind so die nächsten Dinger, die wir uns auf jeden Fall gerne angucken wollen. Ja, ne? Ne? Mal gucken, wie das so ist. Ja. Aber das sind natürlich auch irgendwie, ja, wann kommen die? Der eine kommt irgendwie dann nächstes Jahr im Februar, glaube ich, kommt eins und Cyberpunk kommt dann erst noch später. Ja. Ja, und dazwischen, was zocken wir dann? Ja, gucken wir uns doch mal ein paar kleinere, schöne Spiele an. Das wäre vielleicht auch eine Maßnahme zu sagen, ich versteife mich gar nicht, ne? Ja. Gibt Leute, die sagen, nee, mach ich nicht. Ich bin AAA-Jünger. Ich bin AAA-Jünger. Ja. Ich spiele keinen Indie-Quatsch. Ne? Da verpasst man aber auch eine Menge, Da muss man einfach mal verpasst man sagen. eine Menge, ja. Indie ist ja auch nicht Retro, ne? Was ist denn Retro ganz genau? Indie ist klar, ne? Das sind halt kleine Spielchen, die irgendwie halt mit weniger Budget und weniger Leute produziert werden, wie unsere Freunde Sluggerfly, die machen halt Indie-Spiele. Ja, die sind 6 Leute mittlerweile und machen so Sachen wie, wie heißt das, Ben und Ed Blood Party und so ein Zeug. Also kleinere Spiele, die auch total Spaß machen, total geil sind, aber deren Reiz kommt dann durchs Spielerische, durch das Frische, durch das Innovative. Da kommen meistens so diese Impulse her, warum man sich dafür interessieren könnte. Hat aber nicht unbedingt was mit Retro zu tun. Retro heißt ja im Grunde genommen, das ist Altkram, ne? Genau. Retro-Grafik ist irgendeine verpixelte Grafik, ja, vielleicht auch nur 2D-Grafik.
Retro-Gameplay ist vielleicht sehr linear, einfach gestricktes Spiel irgendwie, ja. Was genau bedeutet Retro und warum ist Retro so sexy? Nur wegen der Nostalgie? Naja, Dann müsste Zelda, der AAA-Titel Zelda, dann aber auch Retro sein, oder? Ist das dann Retro? Naja, gut, ich würde sagen, es können ja einzelne Elemente sein, aber schon. Also ich finde, Retro hat aus sich heraus schon unwahrscheinlich viel mit Nostalgie zu tun. Ja. Das heißt, etwas, was ich damals gespielt habe, ein Spielprinzip zum Beispiel, das mir unwahrscheinlich Spaß gemacht habe, das suche ich wieder. Ja. Ich möchte das wieder haben. Ja. Und ein Retro-Titel kann mir das dann in dem Fall eher bieten als ein AAA-Titel, weil ich weiß, die setzen auf Innovation und neue Dinge an der Stelle. Aber das, was ich eigentlich suche, ist vielleicht altmodischer, ist vielleicht etwas, was man heute gar nicht mehr so macht, normalerweise, was mir damals aber Spaß gemacht hat. Ne? Es kann auch etwas sein, was auf den ersten Blick unkomfortabel erscheint und ein Spielprinzip aufruft, das ich aber gerne machen möchte. Zum Beispiel gab es viele komfortable Dinge damals nicht, die mich dazu veranlasst haben, mir eine Karte zu malen, einen Zettel nebenbei zu nehmen und Rätselbausteine aufzuschreiben, damit ich am Ende ein Rätsel lösen kann. Ne? Heute sind Spiele komfortabel aufgebaut. Man muss eigentlich keinen Zettel und Stift mehr nehmen. Genau. Ja, macht man trotzdem noch ab und zu, dass man sich Sachen merkt oder sowas. Ja, das gibt's auch, aber das wird weniger. Retro ist ganz klar Zettel, Stift und Karte mitmalen oder sowas. Ja, ne? aber die eigene Leistung an der Stelle ist ja dann, wir haben jetzt die Tage geguckt, da hat einer Doom 3 die Neuauflage gespielt. Also die überarbeitete Doom 3 Fassung, die heute erstaunlich gut aussieht, immer noch, finde ich. Gut gealtert. Für diesen alten Titel. Und da gab's das Feature, dass du quasi, wenn du irgendwo irgendwas gelesen hast, das Programm sich den Code merkt und sobald du dann an die Tür oder den PC kommst, wo du diesen 4-stelligen Zahlencode brauchst, wird er dir angezeigt im Das ist Bildschirm. ja witzlos, ne, oder? Das heißt, ich brauche eigentlich nur gründlich abgrasen, da muss ich gar nicht denken, er macht alles automatisch, er macht auch alles automatisch auf. Damals, oder wäre es cool, wenn man das sich aufschreiben müsste? Genau, dass ich selber, da ist ein Code, das muss ich mir merken. Dann habe ich aber auch selber die Gedankenleistung vollbracht, zu sagen, ich hab's gerafft, an der Welcher Stelle kann Code ich war's anbringen. Ne? Also das hat ja auch einen Spielspaßfaktor, sowas. Und da gibt es ganz viel, ne? Geben Sie jetzt hier diese Zahl ein, ist schon ziemlich trivial, finde ich. Ja. Das ist schon, das hat spielerisch dann, man weiß gar nicht mehr, wo hat man den Code hergekriegt. Ja, genau. So ein bisschen zu einfach, glaube ich, für viele Menschen. Ja, das ist dann die Gedankenleistung gar nicht mehr notwendig. Ja. Wie seht ihr das? Ja? Diese Geschichte mit Retro und AAA. Es hat beides seine Existenzberechtigung, denken wir. Ja. Und es ist auch beides cool und hat auch beides Beachtung verdient, auch wenn Neuauflagen von irgendwelchen Sachen passieren oder sowas. Ja, das finden wir auch cool. Aber wie seht ihr das? Das würde uns interessieren. Haut's mal unten in die Kommentare rein. Genau. Wir haben eine Trophy-Box. Sag bloß. Ja. Und damit wir das auch nicht vergessen, haben wir uns das beim letzten Mal hier ganz fett auf den Zettel geschrieben, ja? So. Rums. Was haben wir denn? Wir waren auf einer Party, ja, vor einiger Zeit, und zwar letztes Wochenende oder vorletztes Wochenende. Eine Grillparty in Frankfurt, ja, Ich glaube schon bei unseren Kollegen von Deck 13. Und die haben uns folgendes Ding gegeben. Ja, die haben gerade The Search 2 rausgebracht, ja, was auch sehr erfolgreich ist, was uns auch sehr freut. Und da haben alle Leute hier unterschrieben. Danny, du bist noch rumgelaufen mit dem Stift, ne, und hast nochmal alle rausgesammelt, so. Ja, das ist wirklich toll. Sowas mögen wir gerne. Das ist eine schöne Trophäe. Das ist eine sehr schöne Trophäe. Vielen, vielen Dank und auch weiterhin noch viel Erfolg. So ist es. Wunderbar. Ja, sowas ist geil immer, ne? Gut. Du hast doch bestimmt auch eine Community-Frage. Ja. Die Community-Frage lautet, könnt ihr euch vorstellen, auch mal ein kleineres Spiel zu machen? Das ist die Frage? Das ist die Frage. Stand da drin. Hätte ich vielleicht doch mal vorher lesen sollen. Ne? Wieso? Kleineres Spiel. Vorstellen können wir uns unheimlich viel. Wir mögen so Spiele wie
Firewatch. Wir mögen so Spiele wie Vanishing of Ethan Carter. Wir mögen solche kleineren Spiele wie Soma. Ja? Das ist schon geil. Mhm. Aber wir haben unheimlich Bock auf den Kram, den wir machen. Ja, man könnte sagen, das, was wir machen, ist das, was wir auch am besten können. Und das, was wir auch wo am meisten Bock haben. Mhm. Ganz klar. Und darum machen wir das. Wir haben natürlich versucht auch mal in dem, was wir machen, Kleineres zu machen. Das kommt aber immer so aus uns raus, dass es dann häufig größer wird. Doch. Ja, das stimmt. Ne? Das kann man so nicht stehen lassen. Mhm. Nein. Ja, kann ich mal 1, 2 Beispiele nennen. Ja? Ja. Okay. Ja. Ich brauche eine Hütte. Ja. Aber eine Hütte alleine sieht nicht so schön aus. Ja. Komm, kriegst du 3. Ja. Ne? Und dann werden diese 3 Hütten natürlich auch bespielt, damit der Spieler was zu tun hat. Und so in so einem kleinen Rahmen kann es sein, dass wir dann irgendwie Sachen dann noch ausschmücken und dann noch die eine oder andere Idee haben. Aber wenn da noch die zweite Hütte steht, dann könnte da ja auch noch das und das Item platziert werden. Oder dann könnte man ja auch noch das und das machen und so. Und so haben wir unwahrscheinlich viele Ideen, die man in einem unserer Spiele auch noch unterbringen kann, weil es halt ein großes Spiel ist. Mhm. Nichtsdestotrotz, ne, weil du gerade den Einwand gebracht hast, ist es natürlich richtig. Wir haben mit Elex, glaube ich, das größte Spiel gemacht, was wir je gemacht haben, und haben auch nicht den Anspruch, jetzt das größte Spiel zu machen, was wir je gemacht haben, weil wir denken, das war so groß, das ist groß genug. Das ist groß genug. Mhm. Ja. Und da müssen wir jetzt nicht noch mehr Spielfläche bieten oder sonst irgendwas. Was wir machen wollen, ist, dass das, was wir haben, geil wird. Und dass wir uns auf die Sachen, die wir uns vorstellen und designt haben, dass die Spaß machen und ein Blickfang sind und dass da spannende Geschichten erzählt werden, dass das Pacing funktioniert. Und das ist das, worauf wir uns konzentrieren, und das ist auch das, worauf wir Bock haben. Was wir auch am meisten, wie du schon sagst, am besten können. Genau. Wenn wir ein kleineres Spiel machen, werden viele Leute auch ein bisschen verdutzt. Das heißt also, wenn wir jetzt jedes Jahr ein kleineres Spiel rausbringen, ich glaube, das würden viele Leute nicht gefallen. Es gibt ja schon Diskussionen über, mach doch mal ein DLC zu dem aktuellen Spiel. Mhm. Das wäre das ja Deluxe. Das wäre ja einfach ein kleines Spiel. Das wäre dann auch kürzer von der Spielzeit her. Ich glaube nicht, dass das so gut ankäme. Mhm. Da haben wir da so ein bisschen... Erfahrungsgemäß ist das auch nicht so. Ne? Ja. Ja. Also wir wollen jetzt nicht den Größenwahn, irgendwie euch die Welt noch größer machen und so weiter. Wir sind schon darauf erpicht, dass die Spielzeit, die wir da generieren, dass die auch Spaß macht. Und davon hängt es ab, wie groß das Spiel ist am Ende des Tages. Ob das überhaupt Sinn macht, ob das irgendwie und so weiter. Das ist eigentlich der Hintergrund. Ja. Und noch kleiner oder noch größer zu werden, naja. Also noch größer auf gar keinen Fall. Ja. Das können wir wohl festhalten. Groß genug. Ne? Oder? Ja. Ja. Vielleicht machen wir irgendwann mal. Aber eigentlich eher nicht. Okay, alles klar. Dann vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn es heißt Piranha Becken TV. Bis dann. Vielen Dank. Ja. Du hast immer noch die dicke Jacke an. Es ist mir kalt, wenn ich die Das ausziehe. Frotzköttel sagt die zu mir, ne? Ich habe mir irgendwie schicke Klamotten angezogen für heute, aber die kommen überhaupt nicht zum Tragen, weil wenn ich das aussehe, ist mir kalt. Also lass ich's an. Erkälten will ich mich ja auch nicht. Nee.